würde wahrscheinlich auf meinen Bauch hören. Der einzige Mensch, der Florian momentan zur Vernunft bringen könnte, ist seine Freundin. Bastiane. Dazu müsste ich mit ihr über Afrika reden. Was Florian auf gar keinen Fall will. Trottel. Komm, jetzt reg dich doch nicht auf. Hauptsache ist doch, wir haben euch gefunden. Tja, du bist gut. Musstest du hier festsitzen oder ich? Es ist doch jetzt überstanden. Mann, das hat man jetzt von seiner Hilfsbereitschaft. Habe ich's nicht gesagt? Das Ding schlägt ein wie eine Bombe. Ja, nicht schlecht. Und jetzt lass uns hier verschwinden. Ja. Uns kann doch gar nichts passieren. Du fühlst dich wohl richtig sicher, was? Uff, warum gibt's denn nicht gleich ein Interview hier? Also wärst du wahrscheinlich der einzige Mensch, der Florian davon überzeugen könnte, für 2 Jahre nach Ruanda zu gehen. Wenn Florian nicht nach Ruanda geht, muss er ins Gefängnis. Das willst du nicht, oder? Du liebst ihn doch. Aber 2 Jahre ohne ihn. Niemandem von uns fällt es leicht, Florian ziehen zu lassen. Wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, es gibt nur diesen Weg. Es ist die Zukunft des Jungen, den du liebst. Ich nehme was ohne Alkohol. Eine Cola. Und du? Für mich einen Tee und 3 Mega-Sandwiches. 3? Für mich nur Cola. Schon unterwegs. Gab's dir denn im Lagerraum nichts zu essen? Doch. Nur hatten wir keinen Dosenöffner und auch keinen Campingkocher dabei. Hat dich Jackie deswegen so angefahren? Sie hatte Hunger, ihr war kalt. Und wie willst du sie wieder besänftigen? Gar nicht. Unsere Treffen befassen sich ausschließlich mit dem Kalender. Sind rein geschäftlich. Das habe ich dir aber schon oft gesagt. Und eure Besprechungen haltet ihr in Lagerräumen ab, was? Du glaubst mir nicht. Doch, sicher. Schließlich ist ja nichts passiert und ich bin froh, dass du meine Erwartungen nicht enttäuscht hast. Deinetwegen halte ich mich bestimmt nicht zurück. Ich bin Diakon und ich will Priester werden. Schon vergessen? Beruhig dich wieder, wir haben die Bullen doch abgehängt. Von wegen. Die werden uns erstmal nur beobachten. Wir haben ein Transparent befestigt und nicht das Gebäude hochgejagt. Trotzdem, Frank, deine dummen Aktionen für diesen Sender bringen uns nur Ärger. Wenn das ein anderes Wort für Werbung ist, dann liegst du Gott richtig. Aber bevor du hier in Panik verfällst, sollten wir sehen, ob wir schon in den Nachrichten sind. Für dich ist das hier vielleicht eine Menge Fun, aber für mich steht viel Geld auf dem Spiel. Treten Sie bitte alle ein bisschen zurück. Ja, bitte. Wie es scheint, hat sich deine Investition abgelohnt. Bitte Und dort kam es heute zu einer ungewöhnlichen Promotion-Aktion eines jungen Radiosenders, die nicht nur in der Bevölkerung für große Aufmerksamkeit sorgte. Mehr davon. Den sofort herbeigerufenen Beamten gelang es zwar nicht, die Täter dingfest zu machen, dafür konnten sie aber das illegal befestigte Transparent sicherstellen. Bekannt sind wir jetzt jedenfalls. Und die Polizei tappt im Dunkeln wie ein Blinder bei Nacht. Oder sie warten vor der Tür auf uns. Warum macht ihr denn nicht auf? Arno, ich verstehe dich wirklich nicht. Nur Bastiane kann Florian davon überzeugen, nach Afrika zu gehen. Ist dir eigentlich klar, was du dem Mädchen da zumutest? Ja, ihn vor dem Gefängnis zu bewahren. Und wenn sie ihn liebt... Darum geht es hier nicht. Du hast dich wieder mal in Florians Leben eingemischt, weil dir eine Entscheidung von ihm nicht passt. Erika, es handelt sich hier nicht um die Farbe seiner T-Shirts oder um seinen Haarschnitt. Es geht hier um nichts weniger als seine Zukunft. Die er mit Bastiane verbringen will. Ja. Und wo? Im Knast. Ich kann das nicht zulassen. Du wirst keine andere Wahl haben. Der Junge ist erwachsen. Dann wird er meinen Schritt verstehen. Ja, und wenn nicht?
Florian hat dir vertraut. Und du hast Bastiane informiert. Mich würde nicht wundern, wenn er jetzt endgültig zumacht. Arno meint es doch nur gut. Bitte, Nina, misch dich da nicht ein. Entschuldige. Ich gehe dann wohl mal besser. Wir sehen uns morgen, okay? Bist du dir eigentlich im Klaren, was du da jetzt wieder angerichtet hast? Bin ich. Und ich trage die Konsequenzen. So, komm, du Arme, jetzt hast du es ja endlich geschafft. Och, noch so eine Horrornacht überlebe ich bestimmt nicht. Meinst du jetzt temperaturmäßig oder wegen deinem Mitgefangenen? Ach, wie oft soll ich es dir noch sagen? Ich will nichts von Patrick und Patrick will nichts von mir, klar? Nur wenn du mir sagst, warum du im Lagerraum warst. Ach, weil ich ihm mit den Getränkekästen behilflich sein wollte. Was, nachdem er dich so behandelt hat? Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, ihm mal die Meinung zu sagen. Und? Hast du? Ja, ich hab's versucht, aber der hat die ganze Zeit nur blöde Witze gemacht. Tja, das ist wieder typisch Mann. Wenn sie nicht mehr weiter wissen, hauen sie entweder ab oder sie ziehen alles ins Lächerliche. Genau, und aus dem Grund werde ich ihm in Zukunft auch aus dem Weg gehen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Glaub mir. Außerdem siehst du ja, wo du landest, wenn du dich auf ihn einlässt. Ach, keine Sorge, mit dem Thema Patrick bin ich durch. Aber ich habe irgendwie voll Hunger. Meinst du, es ist noch was vom Mittagessen übrig? Ja, ich geh mal grad gucken. Oh ja. Und ich weiche mich in der Badewanne ein. Naja, und dann hat er von mir verlangt, dass ich Florian dazu überrede, nach Ruanda zu gehen. Ganz schön heavy. Aber irgendwie kann ich Arno auch verstehen. Naja, er will halt nicht, dass Florian ins Gefängnis wandert. Als Nick damals das Angebot aus Belgien bekam, habe ich auch zuerst gedacht, es ist alles aus. Aber dann habe ich eingesehen, dass es die große Chance für ihn ist. Ja, aber ich will doch auch nicht, dass Florian ins Gefängnis muss. Dann wirst du ihn wohl überreden müssen. Ja, aber 2 Jahre, das halte ich nicht aus. Im Gefängnis würdest du ihn auch nicht jeden Tag sehen. Aber da wäre er wenigstens in meiner Nähe. So gesehen. Was hast du denn damals gemacht? Mich entschlossen, mit ihm zu gehen. Willst du auch einen Tee? Ja, danke. Ich hab's! Ich werde Florian davon überzeugen, dass Ruanda die beste Lösung ist. Aber gerade hast du doch gesagt, dass ich es ohne ihn nicht aushalten kann. Ich weiß. Ja, und deshalb werde ich einfach mitfahren. Du willst nach Ruanda? Ja. Danke. Sag mal, ist dir eigentlich bewusst, dass da unten Krieg ist? Das ist mir egal. Die Hauptsache ist doch, dass ich in Florians Nähe bin. Aber Bastiane, es reicht doch schon, wenn Florian sich in Gefahr begibt. Gib dir keine Mühe, mein Entschluss steht fest. Aber bitte sag's keinem weiter, ja? Ich möchte, dass Florian das von mir erfährt. Ja, klar. Und was meinst du, wird Florian sagen? Na, er wird begeistert sein. Ich wünsche mir eine Villa und 10 nackte Girls, die mich bedienen. Toller Wunsch. Aber du scheinst da irgendwas missverstanden zu haben. Was denn? Das ist doch eine Wunschsendung, oder Du hast etwa nicht? absolut recht. Und deswegen exklusiv und nur für dich dieser Song. Und tschüss. Hol den Champers raus, es gibt was zu feiern. Der 100. Anrufer. Gefeiert wird erst beim 100. Werbevertrag. Und außerdem muss ich noch fahren. Ja, aber noch später. Ja, vorausgesetzt, unsere Freunde vom Peilkommando tauchen nicht schon wieder auf. Dr. Lach aus dem Peilwagen. Dann kümmerst du dich also um die Einteilung der Messdiener. Ah ja, die Krankenkommunion. Könntest du das vielleicht ganz übernehmen? Wann soll ich den Rest erledigen? Also ja. Hallo. Schon mal was von der 35-Stunden-Woche gehört? Schon, allerdings gibt es keine Priestergewerkschaft, die sich dafür einsetzt. Wozu auch? Als Priester bist du ja eh Tag und Nacht im Einsatz. Und damit du das begreifst, verteile ich die Arbeit etwas zu deinen Ungunsten. Ach, wirklich nur deshalb, ja? Du zweifelst an meinen Worten, Ungläubiger. Ja, wer unterstellt mir denn dauernd, dass ich an Jackie interessiert bin? Und mich deshalb von ihr fernhalten soll? Asche auf mein Haupt. Einen Moment lang habe ich daran gedacht. Aber dann ist mir klar geworden, dass ich dir Unrecht getan habe. Du hast das Zeug zum Priester.
Nicht zuletzt, weil du die Situation im Lagerhaus nicht ausgenutzt hast. So. Und jetzt schlaft ihr erstmal ordentlich aus. Also, bis morgen. Ja, bis morgen. Ui. Also wenn du das alles aufgegessen hast, wirst du dir wahrscheinlich größere Klamotten kaufen müssen. Ich hab so einen Hunger. In dem Loch gab's ja nichts Anständiges zu essen. Gar nichts. Gott, und ich bin auch noch schuld, dass du da gelandet bist. Wieso das denn? Naja, wenn ich Heino nicht erzählt hätte, dass Patrick und du... Patrick hätte niemals was erfahren. Es wäre nicht zu dem Streit gekommen, du hättest auch nicht so lange in dem Lagerraum hocken müssen. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich kann also verstehen, wenn du sauer auf mich bist. Und wenn du mir jetzt die Freundschaft kündigen willst, dann... Ach Quatsch, sowas bringt uns doch nicht auseinander. Du bist also nicht mehr sauer auf mich? Kann ich dir je lange böse sein? Oh, und ich habe schon echt Angst gehabt, dass unsere Freundschaft jetzt den Bach runtergeht. Nee, aber noch so ein paar Tiefschläge mehr und es hätte echt so weit sein können. Und das alles nur, weil ich meine große Klappe nicht halten konnte. Aber damit das nicht mehr vorkommt, verspreche ich dir jetzt hoch und heilig, das Thema Patrick nie wieder anzuschneiden. So, und das war's auch schon wieder für heute. Entschuldigt bitte den kurzen Senderausfall heute Abend. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, also mir schon. Mann, ihr lasst wohl auch nicht locker. Hallo, Dr. Love. Wer ist da? Was kann ich tun? Hi, ich bin die Katrin und grüße mit dem Song Everybody Here Wants You von Jeff Buckley. Mein Freund, mit dem ich mich gerade gezofft habe. Bommel, verzeih mir. Dein Freund heißt Bommel? Ja? Hat das irgendwie optische Gründe? Oder was steckt dahinter? Wir haben uns kennengelernt, als mein Hase weggelaufen ist. Ah, ein Hase. Und der hieß Bommel, oder was? Ich habe übrigens auch mal einen Hasen gekannt. Und der war tierisch nett. Warum habt ihr euch gestritten? Weil das war wirklich nur eine Kleinigkeit. Wir konnten uns nicht einigen, in welchen Film wir gehen. Vermisst du ihn sehr? Ja, sehr. Okay, Bommel, pass mal auf. Irgendwo in dem Haufen der Liebesbriefe deiner Freundin findest du bestimmt eine Liebeserklärung. Und jawohl, sie hat dich lieb, genauso wie du sie. Also ran ans Telefon und melde dich, sag ihr, dass es dir leid tut. Sonst kriegst du es mit Dr. Love zu tun. Und jetzt, liebe Katrin, dein Wunschtitel. Du hast mich ganz schön ins Spitzen gebracht. Also das hier ist speziell von Katrin für ihren Freund, mit dem sie Zoff hat. Wenn auch ihr jemand habt, in den ihr wahnsinnig verliebt seid, hier der ultimative Rat von Dr. Love. Nehmt ihn ganz fest in den Arm und lasst ihn nie wieder los. Denn wer weiß, was morgen ist. Ausreichend. Also, tschüss, gute Nacht und träumt schön. Euer Dr. Love. Florian. Aber nicht zu eng zusammen. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch.
Obwohl ich eigentlich sauer sein musste. Na, ich überlege mir Tag und Nacht, wie du nicht ins Gefängnis musst. Und du hast dir schon längst eine Lösung überlegt. Davon weiß ich ja noch gar nichts. Gib dir keine Mühe. Ich sage nur Ruanda. Wer hat dir davon erzählt? Schürmann oder... Dein Vater hat es doch nur gut gemeint. Er will dir... Ich fass es nicht. Florian, bitte. Es war gut, dass er mit mir gesprochen hat. Was nicht? Ich hatte ihn ausdrücklich gebeten, dir nichts davon zu sagen. Und was tut er? Er spannt dich für seine Zwecke ein. Er will doch nur nicht, dass du eingesperrt wirst. Und ich auch nicht. Glaubst du ich? Ach, was reg ich mich eigentlich auf? Es war ja klar, dass er meine Entscheidung nicht akzeptiert. Ich hätte an seiner Stelle ganz genauso gehandelt. Florian, Ruanda ist eine echte Chance. Bastiane, wir wären 2 Jahre voneinander getrennt. Willst du das wirklich? Ich will bei dir sein. Und egal wo. Und deshalb komme ich einfach mit. Bitte, was willst du? Na, du gehst nach Ruanda und ich begleite dich. Das wirst du nicht. Hast du gestern mal in diesen neuen Radiosender reingehört? Love Radio? Soll tierisch gut sein. Keine Ahnung. Bastiane war da, wir haben gequatscht. Ach so. Sag mal, erinnerst du dich noch, als du damals nach Belgien wolltest? Klar, wieso? Ist mir nur so eingefallen. Weil Bastiane, ihre Eltern wollten sie vielleicht zu sich holen. Du, ich müsste noch kurz was mit Frank besprechen. Was, schon wieder? Ja, es geht um seinen Bus. Also wenn er dir diesen Schrotthaufen andrehen will, ich steig da nicht ein. Ja, ist schon gut. Hi. Können wir mal kurz reden? Klar doch, du weißt, ich habe für dich immer ein offenes Ohr. Also wenn du so gut werden willst wie Dr. Love, dann musst du aber noch ein bisschen üben. Jetzt sag bloß, ihr habt die Riesenshow im Radio verpasst. Muss wohl. Also wenn du so einen Sender aufgezogen hättest, Mann. Ohne Muss nichts los. Deine Worte. Aber jetzt sag schon, was war denn gestern? Die Leute fahren tierisch auf Dr. Love ab. Ach, tatsächlich. Ja klar. Ja, so locker wie der drauf ist. Locker, Love. Heino, die Beschreibung passt auf mich. Wovon träumst du nachts? Hier. Läuft doch super. Absolut. Ja, dann sag mal, was wolltest du mir denn erzählen? Das hat sich soeben erledigt. Ich habe gedacht, du freust dich, wenn ich mitkomme. Noch habe ich dem Plan doch nicht mal zugestimmt. Aber Ruanda ist unsere einzige Chance, noch zusammen zu bleiben. Und wenn dir da unten was passiert? Dann gehst du also doch. Ich habe erkannt, dass es für mich die beste Lösung ist. Und ich begleite dich. Verstehst du nicht? Für mich ist es die beste Lösung. Du müsstest deine Schule schmeißen, deine Freunde aufgeben. Freunde werde ich auch dort finden. Außerdem, meine mittlere Reife habe ich doch auch schon. Ja, aber kein Abi, kein Studium. Du hast doch auch nicht studiert. Sobald ich zurück bin, werde ich mich einschreiben. Darum mache ich diesen Wahnsinn doch. Um nachher ein normales Leben führen zu können. Und ich warte damit eben auch noch ein paar Jahre. Außerdem, was meinst du, wie gut sich so ein Auslandsaufenthalt in einer Bewerbung machen wird? Das ist kein Spaß, Bastiane. Dort werden täglich Menschen erschossen. Dann sind wir eben vorsichtig. Das reicht aber nicht. Und außerdem, was werden deine Eltern dazu sagen? Moskau ist auch nicht ohne. Das ist doch was ganz anderes. Deine Eltern sind aus beruflichen Gründen dorthin gegangen. Und ich gehe ihm aus Liebe, was ja wohl eindeutig das bessere Argument ist. Mein Entschluss steht fest. Ich gehe. Dann kaufe ich mir ihm ein Ticket und fliege dir hinterher. Hallo. Guten Morgen. Soll ich noch ein Gedeck auflegen? Nee, danke. Ich habe schon in der Stadt gefrühstückt. Toll, du hättest doch auch sagen können, dass du in die Stadt gehst. Du hast doch noch geschlafen. Na und? Es gibt doch sowas wie Papier und Stift. Ja, schon. Aber ich hatte nur noch die Fotos im Kopf. Guck mal. War ganz schön gut besucht, das Turnier, ne? Sag mal, ich wollte gleich ausreiten mit Henning. Hast du auch Lust? Nee, ich bin total K.O. Ja, es kommt davon, wenn man so früh aufsteht, nur um Fotos abzuholen. Bis später. Ja, viel Spaß. Danke. Du wirst wohl gar nicht mehr wach. Die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Komisch.
Konnte sich doch gestern kaum noch auf den Beinen halten. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich war ich zu müde, um zu schlafen. Oder hast geahnt, was heute Morgen in der Post lag? Ein Arzt bist du. Die Einladung für die Priesterweihe. Seine Eminenz haben es sich nicht nehmen lassen, sogar eine Einladung zu schicken. Was ist los? Ist schon was vor? Nein, wie auch. Der Termin steht ja seit einem Jahr. Eben. Hallo. Ja, doch. Dankeschön. Ist das nicht ein bisschen viel fürs Tür aufmachen? Ich bin der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Und das habe ich ganz allein Ihnen zu verdanken, weil Sie mir von Ruanda erzählt haben. Hast du mit Florian gesprochen? Er macht's. Herr Brand hat einen Weg gefunden, wie Florian nicht ins Gefängnis muss. Er geht in den Entwicklungsdienst nach Ruanda. Warum nicht gleich in die Fremdenlegion? Kriegt er dann noch eine Knarre, um zurückzuschießen? Mir wurde versichert, dass er in Kriegsgebieten nicht Dienst tut. Und außerdem steht unsere Liebe unter einem Glücksstern. Uns passiert schon nichts. Na, ihr habt ja wohl nicht erwartet, dass ich hier bleibe, während Florian nach Ruanda geht. Ja, ich weiß, es könnte einige Probleme geben. Das ganze Konzept ist überraschend. Aber so werden noch 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Florian muss nicht. Ja, bei Banner? Ja, wenn es dringend ist. Gut. Nein, ich sag niemandem was. Ja, bis später. Ich bin aber weg, bis später. Bastiane, das musst du dir überlegen, bitte. Mein Entschluss steht fest und weder Sie noch Florian können mich davon abbringen. Ach, er ist also auch dagegen. Das gibt sich schon wieder. Weiß er von unserem Gespräch? Keine Sorge. Er weiß, dass es ganz allein meine Entscheidung ist. Und eigentlich ist er Ihnen auch dankbar, dass Sie ihm den Weg gezeigt haben. Er will es nur noch nicht wahrhaben. Ich werde sofort seinen Anwalt sprechen. Hey, ich komme mit. Hallo, Frau Sander. Ist das nicht ein wundervoller Tag? Hi, Nina. Hi. Später. Danke, dass du schnell gekommen bist. Schon okay. Du hast wohl schon gehört, dass ich nach Ruanda gehe. Ja. Ich weiß auch, dass Bastiane mit will. Genau, das ist das Problem. Du hast Angst, dass sie sich in Gefahr begibt. Ich würde ausrasten, wenn ihr irgendwas passiert. Und sie, wenn sie dich erwischen. Bei mir ist es was anderes. Ich habe keine andere Wahl, wenn ich nicht hier verrotten will. Aber Bastiane, sie muss da nicht hin. Auf dem Ohr ist sie taub. Was mal wieder beweist, dass Liebe nicht nur blind macht. Ja. Deshalb muss ich zu einer krassen Maßnahme greifen, um sie vor sich selbst zu schützen. Was hast du vor? Ich sorge dafür, dass sie mich hasst. Florian, das wird dir niemals gelingen. Doch. Ich werde mit Bastiane Schluss machen.